Herzlich willkommen zurück bei Naturwissen Heilkraft. Der goldene Herbst ist da und mit ihm kommt die beste Zeit zum Sammeln von Naturschätzen. Die klare Herbstluft, die bunten Blätter, perfekte Bedingungen, um Kräuter, Blüten und Wurzeln für den Winter vorzubereiten. Viele dieser wertvollen alten Sammeltraditionen sind heute fast vergessen, aber gemeinsam holen wir sie zurück. Warum gerade jetzt sammeln? Die Antwort liegt in der Natur selbst. Im Herbst ziehen sich die Pflanzen zurück, speichern ihre Kraft in den Wurzeln und die trockene Luft ist ideal zum Konservieren. Was du jetzt sammelst, wird dich durch die kalte Jahreszeit begleiten, als wohltuender Tee, als Würze in der Küche oder als natürlicher Helfer in deiner Hausapotheke. Ein wichtiger Tipp vorweg: Wähle trockene Tage zum Sammeln. Feuchte Kräuter können beim Trocknen schnell schimmeln. Nach ein paar Sonnentagen sind die Pflanzen besonders aromastark. Du wirst es gleich beim Pflücken merken. Suche dir unbelastete Plätze, weit weg von Straßen und gedüngten Feldern. Waldränder oder der eigene Garten sind perfekt. Hier ist ein alter Sammlertrick, den nur wenige kennen. Wenn kleine Insekten in deinen gesammelten Blüten sitzen, leg sie einfach auf ein Gitter und deck sie mit Zeitungspapier ab. Oder noch besser, ein Stück gelbes Papier unter den Blüten wirkt wie ein natürlicher Insektenmagnet. So bleiben deine Kräuter sauber und die kleinen Bewohner können unbeschadet weiterziehen. Bei Blättern ist Geduld der Schlüssel zum Erfolg. Verteile sie locker auf einem Trockengestell an einem luftigen, schattigen Platz. Direktes Sonnenlicht würde ihre wertvollen Inhaltsstoffe zerstören. Die Wurzeln, jetzt voller Energie, werden nach trockenen Tagen vorsichtig ausgegraben, gereinigt und in Scheiben getrocknet. Die Aufbewahrung entscheidet über die Haltbarkeit deiner Naturschätze. Dunkle, luftdichte Gläser sind ideal. Beschrifte sie sorgfältig mit Namen und Datum. 1 Jahr lang behalten sie ihre volle Kraft. Danach beginnt die Wirkung langsam nachzulassen. Warum der ganze Aufwand, wenn es doch Kräuter im Laden gibt? Ganz einfach. Du weißt genau, was du sammelst. Du bestimmst den perfekten Zeitpunkt. Du vermeidest Verpackungsmüll. Und das Wichtigste, du erlebst die Natur hautnah. Viele berichten, dass das Sammeln wie eine kleine Auszeit vom Alltag ist. Eine Art Naturmeditation. Jetzt bin ich neugierig. Welche Erfahrungen hast du beim Kräutersammeln gemacht? Erzähl es mir unten in den Kommentaren. Wenn dir diese natürlichen Tipps gefallen haben, freue ich mich über dein Like. Abonniere Naturwissen Heilkraft und aktiviere die Glocke für mehr traditionelles Naturwissen. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal, deine Naturwissen Heilkraft.